Hallo ihr Lieben! Ihr habt ja jetzt schon eine ganz schön lange Weile nichts mehr von mir gehört. Zumindest nichts Richtiges mehr, außer dieses wunderbare Froschkönig-Video natürlich. Das hat auch einen ziemlich einfachen Grund. Und zwar, dass ich in letzter Zeit einfach nicht so viel erlebt habe hier. Nachdem meine Internals und Midterms, also die ganzen Tests und Assignments vorbei waren, habe ich erstmal eine Weile lang gar nichts getan, also wirklich gar nichts. Und nachdem ich in Delhi war, bin ich auch nicht nochmal weggefahren. Ich habe die Wochenenden hier auf dem Campus verbracht. Ich habe nicht mal in Hyderabad wirklich was gesehen, weil ich einfach zu faul war. Ich habe auch nichts für die Uni gemacht in der Zeit. Ich habe einfach wirklich gar nichts getan. Und bereue das jetzt ein kleines bisschen, weil ich jetzt wirklich wieder viel zu tun habe. In den nächsten 3 Wochen stehen 2 Präsentationen, 2 Hausarbeiten, 3 Klausuren an und noch irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau. Es ist jedenfalls viel zu tun. Ich habe aber auch schon wieder Pläne für das kommende Wochenende wegzufahren. Ich hoffe, das klappt. Ja, aber bisher tue ich hier erstmal nichts und das wird sich auch die nächste Woche zumindest nicht ändern. Aber ich dachte mir, ich kann euch ja trotzdem einfach mal was erzählen. Ein paar Sachen habe ich hier schon noch gesehen. Wir waren zum Beispiel in einem schönen Park und haben dort eine kleine Bootsfahrt gemacht. Und in diesem Park gab es halt diese wunderbaren, total lebensechten Statuen aus Stein. Ich war wirklich sehr beeindruckt von denen. Und dann hatten 2 Freundinnen von mir Geburtstag im Abstand von 10 Tagen. Und wir haben von beiden den Geburtstag gefeiert. Und das war auch beides super schön. Das eine ist Alias Geburtstag gewesen, das andere Fatimas. Alias Geburtstag haben wir hier auf dem Campus gefeiert und haben sie überrascht. Das war eigentlich ein bisschen gemein. Also Fatima, ihre beste Freundin, hat die geplant für sie, die Überraschungsparty, und hat uns alle halt eingeladen, und wir haben dort da gibt es so einen großen Baum, wo wir immer sitzen. Dann haben wir ganz viele Ballons aufgehängt und wir hatten eine tolle Torte und Geschenke und so. Und dann wollten wir sie halt dorthin locken, und dann habe ich sie angerufen und habe so getan, als ob es mir ganz schlecht geht und als ob ich einen furchtbaren Streit mit Remsan gehabt hätte und dass sie unbedingt ganz schnell kommen muss. Und dann kam sie da in ihrem Pyjama angerannt und war ganz besorgt um mich. Und dann haben wir sie da überrascht. Das war echt ein bisschen gemein, aber auch ziemlich toll. Und sie hat sich sehr gefreut. Und Fatimas Party haben wir bei ihr zu Hause gefeiert. Das war auch echt, die Frau hat eine wunderschöne Wohnung. Ich bin richtig neidisch. Das war auch sehr schön. Wir haben einfach den Abend zusammengesessen und haben auch dann Alia und Fatima zusammen noch ein Buch gebastelt mit ganz vielen Fotos von uns zusammen drin, mit allem, was wir so zusammen halt erlebt haben. Das war echt ziemlich toll. Where is this? Golconda. Golconda Fund. Mist. Do you understand it? I think so. Yeah, such a good pose. What am I doing? Am I holding my ears? Pushkar is giving a thumbs up. What is this? See Pushkar. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem, was ich
so in den letzten 2 Wochen oder 3 Wochen erlebt habe. Ist also wirklich nicht so viel. Aber es gibt immer wieder Kleinigkeiten, von denen ich mir so denke, dass ich die euch erzählen möchte. Aber irgendwie passt es nie in den Kontext. Und das mache ich jetzt einfach mal. Einfach so. Und ich nenne das Sachen, die einem keiner erzählt. Ich fange mal an mit der größten Lüge, die einem erzählt wird, bevor man nach Indien kommt. Und zwar, dass, wenn die Regenzeit vorbei ist, die Mücken weggehen. Das ist eine Lüge. Glaubt keinem, der euch das erzählt. Glaubt es bloß nicht. Und glaubt auch den Leuten nicht, die euch sagen, dass Odomos, was hier so dieses ganz tolle Mückenzeug ist, und das Einzige, was es überhaupt hier gibt, glaubt den Leuten bloß nicht, dass es hilft. Wirklich, also es hilft schon so ein bisschen. Es hält vielleicht so 80% der Mücken ab, aber 20% kommen halt trotzdem durch. Und nach 2-3 Stunden ist die Wirkung davon einfach verflogen. Ich bin unglaublich froh, dass Theresas Mutter jetzt vor 2 Tagen hierher gekommen ist und aus Deutschland Mückenspray mitgebracht hat. Das ist echt super. Die Mücken sind immer noch hier und ich habe neulich mit jemandem hier aus Hyderabad gesprochen, der auch gesagt hat, nee, wer hat dir denn das erzählt? Die Mücken gehen hier nicht weg. Toll, danke. Ich habe wirklich angefangen, die zu hassen. Also das ist so, glaube ich, wirklich das Schlimmste, was mir auf dem Herzen liegt. Eine ganz niedliche Sache, die mir ziemlich gut gefällt hier, ist, dass hier ja die Preise immer so, also von der Anzahl an Rupien, die du geben musst, relativ hoch sind natürlich. Und es gibt aber halt auch Preise, wo halt mal irgendwie 47 gezahlt wird. Und wenn es halt kein Wechselgeld gibt in der Kasse, dann können sie dir halt kein Geld auszahlen. Also was machen sie? Sie geben dir Süßigkeiten. Und es gibt hier so kleine Bonbons, die kosten immer dann so 1 Rupie und dann kriegst du pro Rupie, die dir theoretisch geschuldet wird, kriegst du dann einen Bonbon oder so. Und das ist echt super. Ich finde, sowas sollten wir in Deutschland auch einführen. Das ist einfach toll, dann kriegst du einfach Süßigkeiten geschenkt. Und die so eine kleine Rupie, die interessiert dich ja jetzt auch wirklich nicht, ob du die kriegst. Das ist so toll. Und dann kannst du immer kleine Süßigkeiten essen. Das ist wirklich klasse. Was man sich natürlich eigentlich denken kann, wenn man nach Indien kommt, aber woran man auch immer wieder denken sollte, ist, dass die Klamotten hier, wenn man sich Klamotten kaufen möchte, meistens einfach wirklich eine schlechte Qualität haben. Das fängt bei der Farbe an. Also wenn man, ich habe den Fehler gemacht, dass ich einmal eine neue grüne Leggings mit schwarzen und grauen Sachen zusammengewaschen habe. Danach waren die grauen Sachen halt grün fleckig. Und also ja, die Farbe geht ganz stark raus. Ich habe mehrmals das Wasser pink gehabt, wenn ich es mit Hand auch gewaschen habe. Das kann man sich vielleicht auch noch denken, aber die Sachen sind auch wirklich schlecht vernäht. Also es gibt so Sachen, die sind dann auch ein bisschen teurer, die sind dann ungefähr so teuer wie in Deutschland sie auch wären, umgerechnet. Die sind schon gut verarbeitet, das ist wie man es kennt. Aber wenn man halt ein bisschen weniger teure Sachen kauft, dann sind die halt meistens wirklich schlecht verarbeitet. Und die Leute hier, die verstehen das auch nicht, wenn man dann sagt, dass man jetzt nicht gerne das möchte, was kaputt ist, sondern das, was nicht kaputt ist. Eine andere Sache, die die Ladenbesitzer hier nicht verstehen, sind auch so Mustersachen und Farbsachen. Also wenn man auf ein was zeigt und sagt, das gefällt mir, dann holen die einem halt ein Kleid, was die gleiche Form hat, aber was halt statt irgendwie einem pinken Karo-Muster ein rotes Dreiecksmuster drauf hat. Ich kann es nicht beschreiben. Neulich gab es da so ein Kleid, da waren kleine Schnecken drauf und das war super niedlich und es war blau und schön. Und alles, was die uns gegeben haben, war plötzlich ein schwarzes, wo irgendwelche Schmetterlinge drauf waren. Und wir wollten halt keine Schmetterlinge, wir wollten halt Schnecken, weil Schnecken einfach super cool sind. Und das haben die einfach nicht verstanden.
Und das eine blaue Schneckenkleid, was wir halt gesehen haben, das war halt kaputt. Und das wollten wir halt nicht, weil es kaputt war. Wir wollten halt ein anderes. Und es war wirklich schwierig, denen beizubringen, dass wir genau dieses Kleid wollen, nur in nicht kaputt. Das ist auch so eine Sache. Und dann sind die Größen auch ganz schwierig. Man kann hier nicht den Größen vertrauen. Wenn da S steht, dann ist es entweder viel zu weit oder viel zu eng. Wenn es M ist, also es geht mit allen so weiter. Meistens habe ich hier dann eine L oder so, die auch eigentlich, glaube ich, mir zu groß wäre. Aber die meisten Frauen tragen die Sachen hier halt so, dass die total einschneiden unter den Achseln oder total auch in den Arm einschneiden. Und das will ich halt einfach nicht. Und dann nehme ich halt die größere Größe. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die nicht wirklich passen. Und die Schuhgrößen sind auch total super. Hier gibt es die Schuhgröße groß und die Schuhgröße klein. Und das war es halt meistens. Und dann kommt es halt vor, bei den meisten Leuten hier zumindest, dass sie halt dann Schuhe tragen, die einfach viel zu groß sind. Aber das tragen sie dann halt. So. Wenigstens passen ihre Füße irgendwie rein. Was aber auch nicht ganz so tragisch ist, wahrscheinlich, weil es alles Sandalen sind oder Flipflops. Da macht das nicht so einen großen Unterschied. Ja, vor allen Dingen haben die ganz viele Schuhe, die so zwischen den Zehen sind. Und zwar fast nur. Man findet hier kaum Schuhe, die nicht so wie so Flipflops das zwischen den Zehen haben. Und wenn das dann zu weit ist, es tut halt einfach weh. Ich bin ja sowieso nicht dran gewöhnt, was zwischen den Zehen zu haben. Und die Socken, die sind auch lustig. Die haben hier meistens, wenn es überhaupt Socken gibt, dann haben die meistens Socken, die so zwischen dem großen und den anderen Zehen eingeschnitten sind, damit man halt Flipflops mit diesen Socken tragen kann. Das ist wirklich, wirklich, wirklich lustig. Eine Sache, bei der sich mein Blickwinkel ziemlich verändert hat, ist die Sauberkeit der Toiletten, ehrlich gesagt. Am Anfang war es wirklich so, dass ich hier in den Uni-Gebäuden nicht mal da wirklich irgendwie auf Toilette gehen wollte, weil es einfach so dreckig war und so eklig und irgendwie auch gestunken hat. Und jetzt bin ich ja schon einige Male verreist und die Qualität wurde nicht besser. Ich glaube, auf meiner Fahrt nach Goa hatte ich die schlimmste Toilette, die ich je erlebt habe. Und inzwischen komme ich in die Toiletten hier in der Uni und denke mir so, oh, die sind aber schön sauber. Das ist also wirklich, das hat sich ganz schön verändert. Und ich glaube, ich werde mich nie wieder über deutsche Toiletten beschweren. Wirklich nicht. Wo wir gerade von dreckig reden. Im letzten Monat habe ich hier einige Kakerlaken gefunden. Und Kakerlaken sind echt für mich ganz, ganz schlimm. Also ich habe ja wirklich nichts gegen die ganzen Eidechsen und so, die hier so ein bisschen rumspringen, die sich auch teilweise in meinem Bad befinden, was eigentlich ziemlich niedlich ist. Aber so die Spinnen, davon gibt es hier zum Glück nicht ganz so viele, die schlimm sind. Es gibt nur ganz kleine, die springen. Das sind springende Spinnen, die machen einfach so, oh, das ist ganz schlimm. Und die Kakerlaken. Und die sind halt riesig teilweise und fliegen die halt einfach mal auf den Rücken. Und wenn du halt in einem Bad bist, wo du denkst, ach, das ist aber schön sauber, dann kriege ich halt da trotzdem plötzlich eine Kakerlake rum. Und das ist wirklich, wirklich nicht schön. Ansonsten gibt es hier aber so eine großartige Anzahl an verschiedenen Tierarten. Das ist echt toll. Hier gibt es überall Geckos, obwohl die sich ein bisschen verzogen haben, seit die Regenzeit vorbei ist. Die sehe ich nicht mehr ganz so häufig. Und es gibt einfach tolle Tiere. Neulich waren wir ja in Delhi und dort sind halt auf dem Campus einfach Pfauen rumgelaufen und Rehe rumgesprungen. Das war wirklich beeindruckend. Ja, das waren also einfach kleine Anekdoten, kleine Sachen aus dem Alltagsleben hier, die man vielleicht auch nicht so erwartet, die einfach kurios sind oder nicht so toll oder schön, wie auch immer. Ich habe jetzt relativ viel Arbeit
vor mir, heute nicht mehr, es ist nämlich schon sehr spät, aber generell die nächsten Wochen wieder. Wir haben halt bald, wie gesagt, unsere Prüfung und ich habe Präsentationen und so weiter. Das heißt, ich muss wieder relativ viel lernen. Aber in ungefähr einer Woche mache ich wieder einen Ausflug und dann kriegt ihr auf jeden Fall auch wieder was zu sehen. Bis dahin. Tschüss.